Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe, die Road to Release, besser gesagt Road to Early Access. Ich bin mit Jill heute hier, Jill von TML, ihr habt ihn auf der Nextem und so und überall schon gesehen, ich sag mal das Gesicht von TML in der letzten Jahre. Jill ist Senior Artist und einer der Projektleiter für The Bus und um The Bus geht's hier auch. Hi Jill. Hi Fabian, freut mich, dich mal wieder zu sehen. Ja, genau. Es geht heute um den Early Access von The Bus und wann der genau startet. Und zwar wird es der 25. März 2021, also diesen Jahres sein. Genau, ein Monat noch. Ganz genau. Ab dem Zeitpunkt dieses Videos ungefähr noch einen Monat. Ja, also ganz, ganz, ganz nah. Und wir werden ja beide jetzt jede Woche quasi so ein Dev Diary veröffentlichen und auch sehr wahrscheinlich im Laufe des Early Access bis zum Release. Deswegen ja auch Road to Release. Richtig, du sagst es. Road to Release sagt schon Early Access, wir haben es eben angedeutet. Wir werden The Bus nicht als fertiges Spiel veröffentlichen. Es werden einige Sachen fehlen. Hierfür haben wir eine Roadmap, da werden wir auch nochmal für euch drauf eingehen. Nicht im heutigen Video, aber in einem der folgenden. Aber lass uns erstmal anfangen, Jill. Early Access, The Bus, was erwartet die Kunden eigentlich? Was bekommen die unter die Finger nächsten Monat? Worauf können sie gespannt sein? Im Grunde eigentlich das, was wir bisher gezeigt haben, und zwar den Scania Citywide LF, 18 Meter als Gelenkbus. Wir haben gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil wir einige Features und Überarbeitungen des Fahrzeugs im Allgemeinen vorziehen. Deswegen glauben wir, dass wir den Scania Citywide LF Solo, also die beiden Solo-Varianten 10,9 Meter und 12 Meter, noch nicht zum Release schaffen werden vom Early Access, aber gleich dann in Phase 1 nachrücken. Gründe dafür sind zum Beispiel die Ansagen. Wir werden jetzt doch noch Placeholder für die Ansagen einbauen und dergleichen. Aber uns auch noch an bestimmte Systeme, wie zum Beispiel die Druckluftsysteme und die gesamte Geräuschkulisse des Fahrzeugs auch noch vornehmen, damit auf jeden Fall der Gelenkbus so sauber wie möglich starten kann. Und das Ganze findet auf der Linie TXL statt, da wir unser Setting in The Bus in Berlin von 2018 platzieren. Genau. Und da fuhr die TXL noch zum Flughafen, da war der Flughafen auch noch in Betrieb. Ergo, wir werden auch keine Corona-Maßnahmen in The Bus abbilden können. Genau. 2018 ist das Jahr, wir spielen in Berlin die TXL-Linie. Die TXL mit dem Scania als Gelenkbus zum Start. Wir spielen in Berlin, die TXL-Linie ist einer der bekanntesten Linien in Berlin. Man sagt auch, die Sightseeing-Linie war es immer. Vielleicht kann man mal so ein bisschen auch erzählen, wo fährt die TXL-Linie überhaupt lang? Was kann ich alles sehen in The Bus? Und wie groß ist überhaupt meine Map? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Fahrzeit habe ich? Was erwartet den Kunden wirklich, wenn er in The Bus reinschaut? Ich muss dazu sagen, wir bieten die gesamte Länge der Linie an, vom Betriebshof Indira-Gandhi-Straße. Das heißt also ganz im Osten in Berlin. Ja, ist der Betriebshof Indira-Gandhi-Straße und von dort aus wird man dann später starten können, bis man am Alexanderplatz angekommen ist und dort fängt die ursprüngliche alte Originallinie an, eigentlich am Alexanderplatz bzw. Haltestation Memhardplatz und von der aus kann man dann quasi über die Straße unter den Linden fahren, vorm Brandenburger Tor abbiegen, zwischen der Charité durchfahren und dann Ernst-Reuter-Platz abbiegen. Nee, Robert-Koch-Platz, Entschuldigung, das war der Robert-Koch-Platz. So viele Plätze in Berlin. Ja. Du sagst es, wir haben so viele Haltestellen. Ja, zumal auch, ich muss halt dazu sagen, Ernst-Reuter-Platz wird später auch noch Teil einer Linie sein. Das war der 245, die im Early Access noch dazukommt. Aber zurück zur TXL. Wir waren am Robert-Koch-Platz. Wenn wir da links abbiegen, dann kommen wir eigentlich schon auf den Hauptbahnhof zu. Und vom Hauptbahnhof aus fahren wir dann auch noch das ganze Stück entlang, bis wir am Flughafen Tegel angekommen sind. Ich mache jetzt allerdings einen sehr großen Sprung, ja, weil das sind gut nochmal halbe Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt, bis man auch vom Bahnhof an dem Flughafen überhaupt angekommen ist. Ja. Dazwischen ist einfach nur wenig Sehenswertes, was die meisten Touristen so kennen.
Oder der übliche Berliner Wochenendbesucher. Aber das sind Orden. Du sagst, es ist ein ordentliches Stück. Viele Simulatoren gehen ja auf ein Scaling runter, sei es in einem Truck-Simulator oder was anderes, habe ich auf den Faktor 1:10. Oder ich habe, die Point of Interest sind realistisch gestaltet und der nächste Straßenzug hat im Prinzip nicht mehr viel mit dem echten Straßenzug zu tun, sondern es wird probiert, das Feeling aufzugreifen. Da seid ihr bei Sebastian einen anderen Weg gegangen. Kannst du ein bisschen nochmal zum Scaling und wirklich zur Art der Recreation, sage ich mal, der ganzen Stadt ein bisschen was sagen? Klar, gerne. Und zwar bei The Bus haben wir uns dafür entschieden, definitiv wieder den Originalmaßstab zu nehmen. 1:1. Das heißt, ihr habt die gesamte Stadt in Originalgröße. Ergo dann auch die Fahrzeiten sind original. Wenn ihr das alles ablaufen würdet, wäre es dieselbe Laufzeit und so weiter und so weiter. Viel geplant haben wir erstmal mit Straßenkarten damals. Und dann sind wir wirklich vor Ort gewesen mit 3 Leuten, die die gesamte Strecke abfotografiert haben. Über die Zeit entwickelt sich das natürlich weiter und da reist man ab und zu nochmal hin, macht noch ein paar Fotos hier und da, aber Google Street View ist natürlich auch hier und da nochmal eine Hilfe, sich nochmal zu orientieren, sich zu erinnern, wie sieht es da wirklich aus. Oder auch Google Satellite View ist für Pickups nochmal ganz praktisch, ja, wenn man dann plötzlich merkt, ach guck mal, da ist ein neues Gebäude. Ja. Und dann findet man nachher Zeit, nochmal hinzureisen, das zu fotografieren und dergleichen. Und so ist das quasi ein dynamischer Prozess und die Zeit, die wir bisher hatten und in die Entwicklung reingesteckt haben, die ist auch daran geschuldet, dass natürlich die BVG alle 6 Monate die Buslinien neu plant, aber auch Berlin ist nie fertig. Das ist dauerhaft im Wandel. Ist eine dauerhafte Baustelle. Wir kriegen oft immer wieder Feedback von Leuten, die die Entwicklung verfolgen von The Bus. Und fragen natürlich, warum habt ihr denn jetzt noch den Flughafen Tegel dran? Warum habt ihr das und das Gebäude nicht? Warum führt ihr die Buslinie nicht nach, wo sie jetzt eigentlich langführt? Wenn wir das alles immer berücksichtigen würden, dann wären wir wahrscheinlich 2031 fertig mit dem Spiel, wenn überhaupt. Wir können das einfach gar nicht schaffen, da alle 6 Monate nochmal den Simulator anzupassen, mitten in der Entwicklung. Ich glaube, das erwarten viele auch gar nicht. Wir sind hier, es ist klar, wir spielen in dem Jahr und dieses Jahr ist erstmal abgebildet. Wir haben Berlin, du hast die Strecke erzählt, wir haben über den Bus gesprochen, aber erzähl uns doch noch mal kurz, Jill, ich werde jetzt Sebastian nächsten Monat kaufen. Was erwartet mich wirklich? Ich mache Sebastian an. Und wie geht's dann los? Was passiert? Was sind meine Fakten, wo ich starte am Betriebshof, hast du eben erwähnt, aber wie sieht die ersten 5 Minuten in Sebast wirklich aus? Ich glaube, das ist super spannend nochmal. Ja, klar. Das stimmt, du hast recht. Ersten 5 Minuten ist, ihr holt euch das Spiel über Steam, also Early Access, und installiert es natürlich, dann startet ihr das Spiel und dann landet ihr erstmal im Hauptmenü. Im Hauptmenü habt ihr die Möglichkeit, entweder direkt das Freeplay im Singleplayer zu starten, oder ihr findet natürlich die Optionsmenüs, die müssen allerdings auch noch überarbeitet werden, oder ihr könnt euch bereits die Ingame-Editoren angucken, mit denen ihr Linien erzeugen könnt, Routen, Fahrpläne und Kurse für Fahrzeuge anlegen könnt. Aber jetzt mal, ich weiß ja, wie das ist bei den meisten, die wollen gleich direkt mitten ins Spiel rein. Also Freeplay. Ihr könnt euch im Freeplay-Menü später die Karte aussuchen, das Wetter, das Fahrzeug, welche Linie ihr fahren wollt, an welchem Tag, zu welcher Uhrzeit und welchen Steuerungsmodus ihr haben wollt. Arcade, realistisch oder benutzerdefiniert. Und dann startet ihr direkt das Spiel, wo ihr dann vorher aber schon entschieden habt, wo starte ich denn überhaupt? Starte ich direkt am Flughafen Tegel oder am Alexanderplatz oder irgendwo dazwischen? Und könnt dann direkt starten. Dann seid ihr erstmal vor eurem Fahrzeug und müsst erstmal einsteigen. Das ganze Fahrzeug aufrüsten, die Matrix eingeben, den Bordcomputer benutzen, den korrekten Code eingeben und dann steigen wahrscheinlich schon die ersten Fahrgäste ein. Es kann dann sein, dass jemand gleich ein Ticket kaufen möchte oder nicht. Also es gibt auch die Wahrscheinlichkeit von 0 Ticketverkäufen an Haltestellen. Und wenn ein Fahrgast ein Ticket haben möchte, dann müsst ihr erstmal gucken, okay, was möchte der dann überhaupt für ein Ticket haben? Einzelfahrschein, Tagesfahrkarte. Tarifzone AB, BC oder ABC. Und dann legt er das Geld hin und das müsst ihr dann anklicken auf der Kasse, ihm das Wechselgeld geben,
die korrekte Eingabe im Bordcomputer treffen und das Ticket dann ausdrucken lassen. Und dann geht er weiter und dann kommt vielleicht der nächste Fahrgast, der ein Ticket haben möchte. Seid ihr dann soweit, dass ihr laut Fahrplan abfahren dürft? Ja, könnt Gang einlegen, Klimaanlage einschalten vorher, etc., etc. Und dann fahrt ihr los, sehr wahrscheinlich vom Flughafen Tegel, in Richtung der nächsten Haltestelle. Mhm. Ja, dann geht es quasi von Haltestelle zu Haltestelle weiter, bis ihr am Hauptbahnhof angekommen seid und so weiter. Und dann sind dicke schon, allein schon, wenn ihr vom Flughafen zum Hauptbahnhof gekommen seid, ja, das sind ja schon 40 Minuten. Und das ohne Berliner Verkehr. Ja, danke, Der kann einen doch öfters auch noch die Zeitpläne verhunzen. Die Ampelschaltung und der Verkehr, da habe ich schon öfters verzweifelt, muss ich sagen, den Zeitplan einigermaßen einzuhalten. Aber Jill, du hast mehrere Sachen gerade angekündigt, die der gute Zuhörer angeguckt hat, beziehungsweise mitbekommen hat. Du sagtest einmal, ich stelle mein Wetter ein. Du sagtest, ich stelle aber auch meine Jahreszeit an. Das heißt, wir haben Jahreszeiten über Sommer, Herbst und Winter. Wir haben aber auch Tag und Nacht. Wir haben die realistischen Fahrpläne. Und wir haben auch die Möglichkeit, sich eigene Routen und Fahrpläne zu erstellen über das Menü. Sprich, hier ist wirklich jeder abgeholt. Jemand, der über den Freeplay-Modus sofort einfach reinspringen will und fahren will, einfach mal die ersten Momente genießen möchte. Oder aber auch der Bus-Fan, der sagt, nee, ich will hier direkt meine eigene Route gestalten und so soll die aussehen, kann das über diese Ingame-Editoren direkt gestalten und in seine Bedürfnisse anpassen. Genau. Da haben wir bereits schon sogar, glaube ich, auf unserem Eigenkanal auf YouTube auch mal ein Video erstellt und hochgeladen, wie das eigentlich abläuft. Eine eigene Linie zu erstellen, eine eigene Route zu erstellen, aus der wieder einen Fahrplan zu generieren und dann von der auch die entsprechenden Kurse. Das kam sehr gut an bei den Leuten, weil sie dann erst verstanden haben, hey, das ist ja wirklich, der Simulator geht ja richtig tief. Und das kann man alles schon direkt im Spiel machen. Das war nämlich unser Anreiz. Wir wollten diese ganzen Editoren nicht irgendwo im Modding verstecken. Wir haben also quasi schon teilweise Modding direkt im Spiel als Ingame-Editoren. Ja? Und das muss man auch nicht über irgendwelche Textdateien machen oder Tabellen oder dergleichen. Oder man muss nicht großartig coden können. Das kann man alles mit der Maus bedienen und teilweise mit der Tastatur als Unterstützung, je nachdem, wie man das mag. Und ich habe mir das von einem Kollegen, der das programmiert hat, erklären lassen. Und dann habe ich, nachdem ich es dann wirklich richtig verstanden habe, wie man es schnell machen kann, habe ich diesen gesamten Fahrplan für die TXL-Linie in nur 5 Minuten erstellt. Also 10 Minuten, wenn es hochkommt. Dann war der komplett fertig. Ja, das ist wirklich, es geht rasend schnell. Ja. Das ist super. Gerade für die, ich sag mal, Hardcore-Bus-Fans ist hier die Möglichkeit, auch weiter reinzugehen. Auch über den Arcade- und realistischen Fahrmodus habe ich als Einsteiger die Möglichkeit, das erstmal einfach loszufahren, mir keine Gedanken zu machen, wie ich was einrichten muss, dass ich den Bus ordentlich aufrüste, anbekomme, etc., sondern kann einfach losfahren. Oder ich kann in den realistischen Modus wechseln und hier wirklich über den Bordcomputer, du sagtest, Matrix und meine Bedürfnisse einrichten, die Klimaanlage, damit es hinten nicht zu kalt oder zu warm wird, einstellen. So erstmal der große Rahmen von The Bus. Wir kommen in Early Access. Ihr habt die Strecke, ihr habt das Fahrzeug und ihr könnt loslegen. Vielleicht wollen wir den Leuten aber schon mal einen kleinen Einblick geben, was sind so die großen Punkte im Early Access, die sie erwarten können, die nämlich viele sicherlich auch sich fragen, hey, The Bus, ihr habt immer von einem Multiplayer-Modus geredet. Du hast den Multiplayer-Modus jetzt gerade gar nicht erwähnt, Jill. Kriege ich den noch oder ist der hinten rübergefallen? Im Gegenteil sogar, unser Chef hat entschieden, wir ziehen in eine Phase vor. Das heißt, die Information, die ihr jetzt noch auf der Steam Store-Page seht, ist eigentlich momentan noch veraltet. Es kann auch sein, dass wir die bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Video live schalten, bereits schon überarbeitet haben. Der Multiplayer wird von Phase 3 in Phase 2 vorgezogen. Und dafür kommt aber das Wirtschaftssystem in Phase 3. Ja, das heißt, wir werden direkt launchen in Phase 1, werden die dann noch teilweise pflegen. Da kommen dann währenddessen noch weitere Features hinzu, wie der angesprochene eventuelle Scania Citywide Solo, beziehungsweise beide Varianten. Und es wird auch Türvarianten geben. Was wir auch machen werden, also zum Beispiel der Gelenkbus, der startet mit 3 Türen. Den wird es dann später auch mit 4 Türen geben. Genauso wie die kleinen Solos. Die wird es einmal mit 2 und einmal mit 3 Türen geben. Ja. Und dann kommt in Phase 2 gleich der Multiplayer hinzu. Dann wird das Streckennetz erweitert um die Linie 200
und danach um die Linie 100. Das kann sich aber auch eventuell auch nochmal wechseln, aber momentan ist gerade unsere Planung, wir machen die 200 zuerst, dann die 100. Und das ist so der grobe Trend für Phase 2. In Phase 2 soll dann auch noch, wenn alles so läuft wie geplant, der MAN Lines Coach DD hinzukommen. Der alte klassische Dackeldecker. Genau. Der Dackeldecker, 2 Dackel übereinander und der fährt dann durch Berlin. Nein, ich denke, da brauchst du gar nicht mehr sagen als Dackeldecker. Ich glaube, jeder kennt den Bus, wenn er an Berlin denkt, den Doppeldecker, der Berlin bekannt gemacht hat, der die BVG weltweit bekannt gemacht hat, der gar nicht mehr, beziehungsweise kaum noch, glaube ich, in Berlin im Einsatz ist, aber einfach eine Ikone ist und definitiv... Die Stadt über Jahrzehnte hinweg geprägt. Ich bin selbst in dem gefahren, ich habe 8 Jahre lang in Berlin gelebt. Das ist für mich immer, dieser Doppeldecker ist für mich BVG. Jill, wer nicht als Kind nach oben gehen und in den Spiegel vom Fahrer reingucken. Das waren die Zeiten. Nein, ihr seht, The Bus ist jetzt mit diesem Release definitiv noch nicht fertig. Ihr deswegen auch so ein bisschen Road to Release. Wir nehmen euch jetzt schon mit. Wir wollen eine öffentliche Kommunikation mit euch haben, mit euch auch auf die Community-Wünsche eingehen, mitbekommen, was denkt ihr von den Features. Ich denke, die Roadmap ist noch nicht in Gold gegossen, sondern da können sich auch sicherlich noch Sachen ändern, je nachdem, was halt natürlich euer Feedback ist. Deswegen ist es super wichtig für uns auch, lasst uns auf Steam, lasst uns auf dem TML-Discord, unter dem Video, per E-Mail, auf Facebook und wissen, was ihr denkt. Was sind die Punkte, die ihr zu The Bus einfach wollt und wo sind auch die Kritikpunkte? Wir wollen natürlich auch wissen, was gefällt euch jetzt noch nicht, wo soll mehr Energie reinfließen. Vielleicht überbewerten wir Feature A gerade, aber ihr sagt, mir ist Feature B viel, viel wichtiger. Da sind wir auf euer Feedback angewiesen, um auch The Bus in eurem besten Interesse zu entwickeln. Und dann auch zum Vollrelease zu führen. Genau, ich würde sagen, für heute haben wir erstmal einen guten Eindruck gegeben, was ist The Bus, was erwartet euch in den ersten 5 Minuten von The Bus. Einen kleinen Ausblick schon auf die Roadmap gegeben, den wir in den nächsten Videos sicherlich noch ein bisschen genauer eingehen werden, vor allem auf die einzelnen Punkte, was bedeutet Multiplayer in The Bus eigentlich, was könnt ihr euch drunter vorstellen, wie ist das Fahrzeug, was kann ich mit dem Fahrzeug eigentlich alles machen und gibt es eigentlich Modding-Tools irgendwann? Kann ich selbst eine Strecke bauen? Weil über Phase 3 haben wir noch gar nicht geredet. Die habe ich gerade nur angedeutet. Da sind natürlich auch noch einige Features enthalten. Aber das können wir uns wirklich gut fürs nächste Mal vorbehalten. Genau. Ich kann nur sagen, danke Jill erstmal. Ich hoffe, ihr alle habt Lust, uns bei der wirklich grafisch super ansprechenden Reise von The Bus, denn das war mein erster Eindruck, den ich persönlich hatte. Das ist noch ein Simulator, das sieht verdammt gut aus in Unreal, zu begleiten und habt mit uns Spaß und helft uns, The Bus zu dem zu machen, woran vor allem ihr Spaß habt, denn umso mehr Spaß haben wir alle an The Bus auch, wenn wir mit euch diese Reise zusammen beginnen können und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, nochmal danke dir Jill und würde schon sagen, bis nächste Woche. Ja, definitiv, bis nächste Woche dann. Ciao. Tschüss.